Hallo allerseits. Guten Morgen. Wir wollen heute, bevor es mittags anfängt zu regnen, eine kleine Wanderung machen. Und zwar sind wir hier in dem Dörfchen Münchehofe. Und zwar das Münchehofe im Landkreis Dahme-Spreewald, weil es gibt ja mehrere davon. Von uns gar nicht mal so weit weg, deshalb ja. Und hier gibt es eine knappe 8 Kilometer lange Rundwanderung zum Mietsluch. Dieses Luch hat wohl seinen Namen von einem ehemaligen Münchehofer Bauer namens Miete. Ja, und ja, geht ein bisschen durch den Wald. Mal gucken, was es so zu sehen gibt. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Wanderung so ist, dann kommt mit. Ja, auf geht's. Wir parken hier auf dem Parkplatz an der Gläsernen Molkerei. Und zur Gläsernen Molkerei geht es da lang. Die steht bei uns aber heute nicht auf dem Programm. Aber für Interessierte Gläserne Molkerei deswegen, weil man hier Führungen mitmachen kann und sich den Produktionsprozess anschauen kann. Und bewacht wird die Gläserne Molkerei von einem Storch. Von diesem kostenlosen Parkplatz geht es jetzt erstmal ein paar Schritte ins Dorf hinein. Und hier sitzt die Kuh. Zu der Gläsernen Molkerei gehört auch noch ein Hofladen, der befindet sich hier vorne an der Dorfstraße. Hier kann man neben Erzeugnissen der Molkerei auch noch andere regionale Produkte kaufen. Und wenn man möchte, kann man hier in diesem Garten sich bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen stärken. Hier ist die Dorfgaststätte und heute ist der 1.7. Also wir befinden uns noch mitten im EM-Fieber, wie man sieht. Und hier neben der Gaststätte beginnt der Rundwanderweg. Aber unser Weg führt uns erstmal zur Kirche des Dorfes. Ein Naturdenkmal. Die Dorfkirche von Münchehofe ist denkmalgeschützt und ihre Ursprünge gehen wohl auf das 14. Jahrhundert zurück. Ruhestätte des Grafen von Görz. Da gibt es eine interessante Geschichte dazu. Am 5.6.1988, während des Gottesdienstes zur Goldenen Konfirmation, zerbrach die Abdeckung der Kirchengruft im Inneren der Kirche. Dabei wurde das Ausmaß des Hausschwammbefalls gerade in der Kirchengruft sichtbar. Alle Särge und die sterblichen Überreste der Mumien waren total zerstört. Auch auf Anraten der Kirchenleitung wurden am 11.03.1989 die sterblichen Überreste der Mumie nebst Särge hier an dieser Stelle begraben. Anhand der vorhandenen Überlieferungen fanden hier ihre letzte Ruhestätte. Obrist Heinrich Wilhelm Graf von Görz, seine Gemahlin Johanna Augustin von Göritzin, geborene von Kühlwein, Oberförster von Schardow, Oberförster von Kleinwasserburg, ein Sarg eines Erwachsenen, 3 Kindersärge und ein Kindersarg mit Zwilling. Und an der Rückseite der Kirche befinden sich diese Epitaphen.
Die Schrift ist kaum noch lesbar. Da haben wir noch ein bisschen Nostalgie. Hier sind noch so die letzten Häuser des Ortes. Hier gegenüber hat einer einen richtig schönen Rastplatz gebaut. Wenn hier steht, mach mal Pause, heißt es für mich, dass das also öffentlich zugänglich ist, erlaubt ist, oder? Ja. Am Weinberg. Hier gibt es Rehe und Wildschweine und sogar Esel. Das sieht aus wie ein Wildschweinkiefer hier, wa? Da hat sich ein Jäger anscheinend ausgetobt. Ja, und hinter uns hier der sogenannte Weinberg. Da sollen mal Zisterziensermönche Wein angebaut haben. Belegt ist das aber nicht. An dieser Stelle begann ein herrlicher Waldradweg, der sehr gern von der Bevölkerung und besonders von den Land- und Forstarbeiterinnen bis in die Wendezeit 1990 genutzt wurde. Der Weg endete am Abzweig nach Birkholz. Aber seit der Wende gibt es ihn offenbar nicht mehr. Nachdem wir nur das Dörfchen verlassen haben, geht der Weg, ein breiter geschotterter Weg, jetzt hier an Felder und Wiesen entlang und parallel zum sogenannten Weinberg. Der Weg ist zwar nun nicht so besonders schön, ist ja eine Schotterpiste, aber die Umgebung gefällt uns. Also hier haben wir diesen dichten Wald und auf der anderen Seite der weite Blick über die Felder. Und heute kann man noch endlich wieder mal wandern gehen, nachdem wir tagelang 30 Grad hatten. Es ist heute angenehm bei 20, leicht im Wind. Allerdings ist die Luftfeuchtigkeit nach dem Regen der letzten Tage, wir hatten in 24 Stunden 18 Liter, das ist für Brandenburger Verhältnisse recht ordentlich, ist die Luftfeuchtigkeit heute sehr hoch. Also ich schwitze schon wieder, trotz kühlendem Wind. Und wieder ein Pausenbänkchen. Mach mal Pause. Hier steht auch noch mal das Gedenken an diesen Radweg. Essen aus der Gulaschkanone. Uralter Wegweiser oder Grenzstein, was ist das? Keine Ahnung. Hier steht nach Beeskow, die eine Seite, andere Seite nach Birkholz. Das müsste heißen nach Mönchehofe. Könnte das heißen, ja. Ja. Hier haben wir einen Löschwasserteich. Und hier drüben ist die Entnahmestelle. Und das ist hier in der Gegend auch sehr angebracht, weil gerade in den Wäldern hier um Mönchehofe brennt es jeden Sommer mehrmals.
Das ist eine sehr waldbrandlastige Ecke. Und jetzt verlassen wir endlich die Schotterpiste. Hier zeigt der Wegweiser, dass wir diesen Waldweg nehmen. Zur Eiszeit war dieses Luch eine Verbindung zwischen Spree und Dahme. Damals waren die Wasserstände ja noch viel höher und die Flüsse viel gewaltiger. Ja, wir haben hier offenbar auch einen guten Zeitpunkt gewählt. Hat ja nur in diesem Jahr relativ viel geregnet. Dementsprechend ist jetzt auch ordentlich Wasser hier in dem Luch. Denn es gab durchaus Jahre, wo es ziemlich trocken gefallen war. So, der Rundwanderweg geht jetzt hier lang über diesen schön ausgefahrenen Forstweg wieder zurück nach Münchehofe. Aber wir gehen erstmal noch zu dem Aussichtspunkt. Da lang. Man sieht zwar, dass es den Birken hier nicht so gut geht, deswegen sind die ja braun, aber das Farbenspiel ist wunderschön. Hier machen wir erstmal eine kleine Rast. Wie es aussieht, haben wir den schönsten Teil hinter uns gelassen. Hier ist man offenbar dabei, eine Forstautobahn zu bauen. Ich hoffe, dass dieser hässliche Rückweg nicht allzu lang ist. Wohin dieser Pfeil zeigt, von da kommen wir. Von da. Und unser Weg geht hier weiter, wo es jetzt zum Glück wieder ein bisschen mehr nach Waldweg aussieht. Zwar breit, aber wenigstens grün. Der Himmel sieht schon recht bedenklich aus. So, wir haben es geschafft.
Fast. Fast. Es sind nur noch ein paar 100 Meter bis zum Auto, aber auf dem gleichen Weg, auf dem wir gekommen sind. Da gibt es eh nichts Neues zu filmen. Also machen wir hier die Abmoderation. Richtig. Ja, das war der Rundweg zum Mietsluch. Was die Wege betrifft, nur nicht so spektakulär. Es sind alles eigentlich nur Forstwege, teilweise aber auch schön grün. Ja, genau. Also es läuft sich ganz okay und auch auf dem Schotter, das geht. Das Mietsluch selber war eigentlich überraschend schön. Ja, mit dem Wasser und die, ja. Die Farben, jetzt Die wo auch Farben. die Blumen blühen. Und wir wohnen ja nur so ungefähr 13 Kilometer entfernt. War noch nie Noch hier. nie, nee. Auch sich mal vorbeigefahren. Also Ja. Leute, geht raus und guckt, was es vor eurer Haustür zu entdecken gibt. Reisen ist schön, aber die Heimat ist auch schön. Auf jeden Fall. Ja, laut Ausschilderung ist der Rundweg 7,5 Kilometer lang. Komoot sagt 7,7. Irgendwo da wird die Wahrheit liegen. Also leicht zu gehen, eher ein Spaziergang. Mit dem Wetter hatten wir auch Glück. Ja, Aber genau. jetzt kommen immer dunklere Wolken. Es wird wohl bald gewittern. Bewölklich, ja, ja. Wir werden uns nach Hause begeben. Das ist also Und heute kocht Detmar. Spezialität. Heute gibt es lecker Erbsensuppe. Ja, die kann keiner so gut. Können wir euch leider nicht kosten lassen. Nee, nee. Gut, dann vielen Dank fürs Dabeisein. Wie immer, wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Uns ja, draußen sein ist immer schön. Natürlich, auf jeden Fall. Und dann, Ja, bis zum nächsten Mal dann. genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.